Moin Leiflü und willkommen zurück bei mir, Radbot, und dem nächsten Civ-Update, Update 1.24. Wir haben vor allem Balancing-Änderungen und die Wunder werden abgeändert. Ich bitte schon mal zu entschuldigen, oben links seht ihr Inhalt des Kanals, das ist mein YouTube-Kanal. Da lade ich gerade nebenbei das Victoria-Video hoch, was morgen rauskommt. Das Problem ist, das ist etwas länger geworden und deswegen dauert das sehr lange, aber mein Zeitplan ist ein bisschen begrenzt und deswegen will ich heute noch das Patch-Video hier rausmachen und kann diese 2 Stunden oder wie lange es, also ich bin jetzt bei 50% und es ist 1,5 Stunden schon her. Ich kann da nicht so ewig drauf warten, muss ich leider gestehen. Von daher ignoriert das hier oben einfach. Es geht um das hier in der Mitte, das Update 1.24. Ja, was sind die Feature Spotlights? Wir haben eine Ausgeglichenheit der Wunder. Die Entwickler schreiben hier, sie freuen sich immer darüber, über diese Rankings der Wunder, diese Wunderstufenliste. Ihr kennt das vielleicht, S-Tier, A-Tier, B-Tier und so weiter. Und ja, daran haben sie scheinbar große Freude und haben jetzt umso mehr Freude daran gehabt, die Wunder neu auszurichten. Manche kommen jetzt früher im Tech-Tree, manche später. Manche, wie zum Beispiel hier wird geschrieben, die Pyramiden verlieren die Wüstenbeschränkung. Machu Picchu hat jetzt auch Graslandberge. Das war ja auch in unserem Let's Play jetzt zuletzt ein Problem und daher haben wir unseren Gegner ja oder die Stadt ja von Trunktrak erobert, weil das Tropenberg, der einzige Tropenberg weit und breit war, auf dem wir Machu Picchu bauen konnten. Das geht jetzt auch mit Graslandbergen. Hätten wir mal auf den Patch gewartet. Ja, wir kommen einfach mal zu den Update-Notes. Die Berater interessieren uns nicht so besonders, sage ich jetzt mal, aber die Warnung Technologie-Rückstand, Ausrichtung-Rückstand erscheinen nicht mehr in souverän und höher. Updates für es auch ergibt auch keinen Sinn, weil der Gegner immer über einem ist, mehr oder weniger, zumindest am Anfang. Es gibt jetzt ein Update für die Warnung konkurrierende Wunder. Wenn man auf Bring mich dorthin klickt, sieht man die Kopie des gegnerischen Spielers, wenn man denn den Gegner sehen kann. Codex mit einem potenziellen Zuhause ist eine gute Warnung. Damit sieht man, wenn man irgendwelche Kodizes nicht in die dazugehörigen Akademien oder Bibliotheken gesteckt hat. Das ist eine gute Änderung. Das ist uns ja auch schon passiert. Ich hoffe, das gilt nicht nur für Kodizes, sondern auch für alle anderen große Werke. Allianzen bleiben beim Zeitalterwechsel beibehalten. Sie, also wenn man Kontinuität als Einstellung hat, die werden dann, man hat in einem neuen Zeitalter immer noch das Problem, dass der ein weniger mag, sozusagen. Das heißt, man muss die guten Beziehungen, die man im vorherigen hatte, noch wieder aufbauen. Oder neu aufbauen, sage ich mal. Aber man hat schon bessere, weil man eine Allianz hatte. Das ist für unseren Playthrough zum Beispiel auch sehr interessant, weil wir eine ganze Menge Allianzen haben. Es wird mehr Gold und mehr Einfluss in das neue Zeitalter übertragen. Das ist gut. Da können wir Gold und Einfluss sparen. Das war ja sehr stark gecapped, sage ich mal. Ja, die KI wurde verbessert. KI konzentriert sich darauf, unabhängige Mächte in Stadtstaaten zu überführen. Vernünftigere Logik im Friedensangebot-Menü. Das ist wünschenswert, dass man nicht mehr die stärksten Kategorien wegnehmen kann, die stärksten Städte wegnehmen kann. Und so weiter und so fort. KI wird korrekterweise Küstengelände bevorzugen, um Schäden in Schiffen zu vermeiden. Am Anfang des zweiten Zeitalters wichtig. Zeitalterwechsel. Spanien wird korrekt mit Lafayette beim Übergang der Zeitalter der Erkundung freigeschaltet. Das war scheinbar vorher nicht der Fall. Die Mongolei wird korrekt freigeschaltet. Wenn man einen Anführer der Mongolei spielt, zum Beispiel Genghis Khan. Kameraverbesserung ist, glaube ich, nicht so wichtig. Ich weise nochmal darauf hin, diese Stern-Dinger heißt, es sind Vorschläge und Änderungswünsche, die aus der Community entstanden sind. Eine Option zur Randverschiebung für Plattform- und Mauseingabe wurde hinzugefügt. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Wir haben diejenigen von euch, die eine Randverschiebung, Click, Drag oder eine Kartennavigation über die Tastatur vorziehen, erhört und das Feature zurückgebracht. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das mal nicht da war, aber sehr schön.
Zivilopathie wurde aktualisiert. Unabhängige Mächte können nun nur ein Geländefeld innerhalb der Reichweite einer Einheit plündern. Anführer halten nur die richtige Menge an Kriegsunterstützung, wenn ein Überraschungskrieg erklärt wird. Das ist auch wichtig. Ich hatte da auch schon immer das Gefühl, dass das buggt ist, auch in so Mehrspielerpartien, die ich mit Freunden gespielt habe. Wirtschaft. Der Brihadishvara-Tempel gewährt nun den Zufriedenheitsbonus, wenn ein Spieler ein Gebäude in der Nähe eines schiffbaren Flusses in der Moderne errichtet. Das ist gut. Geländefelder verlieren nicht mehr ihre Zufriedenheitsertrag durch Anziehungskraft. Schmiede wurde zur Militärtrainingstechnologie verschoben. Das heißt, weiß ich gerade gar nicht genau, was das heißt. Das könnten wir uns gleich mal anschauen. Ich mache mal eben die Musik ein bisschen leiser. Doch sehr laut. Militär, da gab es große Änderungen. Spieler müssen nicht mehr ein Ziel einwählen, wenn sie auf Verteidigungsparameter bei den Anführern ansprechen, an Kommandanten klicken. Das heißt, die bauen dann einfach da, wo sie sind, ihre Verteidigungslinien. Das ist gut. Einheiten, die während Feuerbündel einen Fernkampf nutzen, können sich nicht auf das Zielgeländefeld bewegen in der nächsten Runde. Das ist eine gute Änderung. Also ist egal. Die Eifer-Kommandanten befördern und beseitigen, dass der plus 5% nicht nur für die Zufriedenheitserträge gilt. Okay, da weiß ich gar nicht, was das genau ist. Kommandanten erhalten die jeweilige Fähigkeit nach Abschluss der Technologie Schiffsbau und Kartografie, wenn die Kommandanten zurückspawnen. Automatisch kann genutzt werden in Reichweite einer Ruine. Helden nach dem Sturmangriff bewegt und korrekterweise 50 Schaden bei feindlichen Einheiten. Die Fähigkeit verbrannte Erde des Helfers ist nicht mehr verfügbar, weil es nichts zu plündern gibt. Das ist echt eine schöne Änderung. Oh, und so weiter und so fort. Alles nette Änderungen, aber nichts Weltbewegendes. Schiffbau wird nun erwähnt, dass Zivil- und Unterstützungseinheiten sicher den Ozean queren können. Auch nett, aber auch nichts Wichtiges. Religion. Es wurden Symbole hinzugefügt, um zu zeigen, wer die Religion gegründet hat oder wer in der Moderne eine Ideologie angenommen hat. Das ist schon mal gut. So, jetzt kommen wir zu den großen Änderungen, die Ausgeglichenheit der Wunder. Yrsa ist nun Maschinenbau, Tech, Koloss wird günstiger und ist in der Währung. Das Dur Sarukin gibt es eine Wissenschaft für Befestigung in dieser Siedlung und Kampfbonus wurde auf 5 erhöht. Die heilige Glocke gibt 2 Einfluss, das macht die schon mal ziemlich stark. Das Abkommen, was man mit der Glocke hat, bezieht sich nicht mehr, das war irgendwie Nahrung für die Hauptstadt, sondern bezieht sich jetzt auf alle Städte. Das ist extrem gut. Verbessert die Beziehung stärker. 10 für Annehmen, 25 für Unterstützen. Kosten wurden gesenkt und es gibt in der Staatsbürgerschaft. Okay, das kommt oft vor, das könnte ziemlich stark werden. Toller Länder. Gibt plus 2 Zufriedenheit. Nett, aber dafür Kriegsunterstützung nur noch 1. Also ich würde sagen, das Toller Länder, was man eigentlich immer gebaut hat, wurde ein bisschen genervt. 2 Kriegsunterstützung ist aber auch echt viel. Große Stele gibt 2 Produktionen. Stark. Effekt wurde geändert, also der Effekt ist, man kriegt 200 Gold, wenn man ein Wunder in der Stadt baut. Jetzt wurde es geändert zu, egal wo man Wunder baut, gibt 200 Gold in der Antike, wohlgemerkt. Das Gold skaliert mit dem Zeitalter, das heißt, große Stele ist extrem gut, wenn man viele Wunder bauen will. Und es gibt jetzt in Mystik, so Ausrichtungsmeisterung in Mystik. Ich weiß nicht, was das vorher gab, ehrlich gesagt. Das Hamongamaui kann man nun überall bauen. Das Mausoleum von Halikarnassos, was ich immer noch nicht gefunden habe, gibt 3 Grundproduktionen. Wird auf 450 erhöht, ist deutlich teurer zu bauen. Und gibt es in der Eisenverarbeitung, also erst ganz am Ende. Eisenverarbeitung ist ja wirklich die letzte Tech, die man so erforscht. Mundo Perdido gibt eine Wissenschaft für Modernisierung und plus 1 Zufriedenheit für Bezirke auf tropischem Terrain. Das war vorher eine Wissenschaft und eine Zufriedenheit auf tropischem Terrain, wenn man das modernisiert hat. Also eigentlich ein Nerf. Wird auch noch teurer. Und gibt es in der Gesetzgebung. Okay. Ja. Auch nur in dieser Siedlung, nicht in allen Siedlungen, ne? Ja, ist ein Nerf. Weniger stark. Kulturbonus beim Orakel auf 20 erhöht, das macht es doppelt so gut. Aber immer noch so, naja, würde ich sagen. Es gibt einen Joker-Attributpunkt, okay, das ist mega gut.
ein Joker-Attribut. Das heißt, du kannst ein Attribut einfach hochleveln. Kann ein Siedlungslimit sein oder so. Das ist schon stark. Wir haben weitere Pläne für dieses Wunder. Okay. Damit sind sie also noch nicht fertig. Mal gucken, was da noch kommt. Petra gibt eine Produktion für Modernisierung und einen Goldbezirk auf Wüstenterrain. Das ist dasselbe wie bei Monopedino, nur für Wüsten und halt andere Werte. Ja, das war vorher bei einer Produktion ein Gold, glaube ich, für alle Wüstenterrains. Also auch genervt. Pyramiden, ein Gold und Produktion für Modernisierung und Bezirke auf kleinen Geländefeldern und solch mit schiffbaren Flüssen in dieser Siedlung. Kleinen Geländefeldern? Stimmt, Übersetzungsfehler. Kleinen Geländefeldern? Was heißen? Aber Gold in Produktion auf schiffbaren Flüssen und so, das ist gut. Kannst du überall jetzt bauen, außer Tundra, das ist sehr gut. Man muss es nicht mehr in der Wüste bauen. Das macht das deutlich, deutlich stärker und relevanter für alle, außer Kleopatra. Sanchi Stupa wurde teurer und zur Handwerksberuf verschoben. Wayang-Palast wurde zur Staatsbürgerschaft verschoben. Okay. Wir gucken uns das Ganze mal im Spiel an, wo jetzt unsere Wunder so sind. Also, wo waren sie? Hier haben wir immer noch hängende Gärten, hat sich nichts geändert. Hier gab es mal das Tor der Länder, das gibt es ja nicht mehr, das sind jetzt Pyramiden. Hier gibt es jetzt den Koloss. Das macht ihn ziemlich, ziemlich stark. Gab es vorher hier, glaube ich, oder so, ne? Die Sonnenpyramide ist nochmal da, wo sie vorher war. Bürste ist jetzt hier hinten. Rat hat hier nichts Neues. Und hier ist jetzt das Mausoleum von Halikarnassos, was ich nicht finden konnte. Und in der Kultur kriegen wir jetzt hier die große Stele. Da war das Orakel immer noch schon, ne? Ja, und hier ist auch das Tor aller Länder. Das eine Kriegsunterstützung bis zur Zufriedenheit. Und das Dur Surakin. Aha. Hier ist immer noch Petra. Da ist immer noch Mondo Perdido. Terrakotta-Armee. Mausoleum von Theoderich. Da haben sie nichts geändert. Hier gibt es jetzt den Wayang-Palast und die Heilige Glocke. Die gab es vorher irgendwo anders. Ich glaube, die haben sie getauscht, oder? Kommt mir so vor. Das Nalanda, auch noch genauso wie vorher. Auch sau stark übrigens. Sanchi Stupa ist hier. Das haben sie, glaube ich, getauscht, ne? Irgendwas ist hier anders unter den dreien. Ja, hier ist dann noch der Mönchshügel, Philosophie, auch wie immer. Ja. Gute Änderungen. Ein paar Nerfs, 2 an der Zahl, aber besonders schön finde ich die Biomänderung, sodass man nicht zwingend Kleopatra spielen muss, damit man Wüste hat, damit man Pyramiden bauen kann. So, wir haben die Erkundung, Borobudur. Sind nur noch Quartiere in der Siedlung betroffen. Ja, den Dusu bringt nur noch 2 Kultur. Kann man dafür jetzt überall bauen. Ist günstiger. Gibt es in der Autorität. Verbotene Stadt wurde erhöht um 2 Kultur. Kultur und Gold für Befestigung wurde von 2 zu 1 gesenkt. Aber dafür für alle Siedlungen okay. Verbotene Stadt. Insane. Jede Mauer bringt ein Gold und ein Kultur. Insane. Dafür jetzt auch um 150 Produktion teurer. Sehr stark, gerade wenn man die neue Zivilisation spielt, die ja so auf Mauern baut. Das wollt ihr auch schon mal machen. Vielleicht machen wir das beim nächsten Playthrough. Plus 1 Kultur für Wassergebäude. Okay. Gewährt Kultur in Höhe von 50% der Gebäudekosten. Boah. Weiß ich nicht. Plus 1 Kultur für Wassergebäude holt mich jetzt nicht so ab, muss ich sagen. In der Siedlung oder überall? Überall wäre gut. In der Siedlung, naja. Aus der Weisheit gibt es nur noch eine Reliquie, nicht mehr 3.
Machu Picchu plus 2 Ressourcen in der Siedlung wurde entfernt, aber plus 4 Kultur und Gold für alle Gebäude in Nachbarschaft zu diesem Wunder wurde zu Gebäude erhalten, plus 1 Kultur und Gold Nachbarschaft für Berge. Alle Gebäude oder nur die in der Stadt? Müsste man gleich mal gucken. Ich komme gleich wieder. Ich lade kurz einen Entdecker-Save. So, sind wir hier im Tree. Jetzt ja nicht so viel getan, aber ich habe hier zum Beispiel die Zitadelle von Hü gefunden, oder Hu, oder wie auch immer es ausgesprochen wird. Gibt 4 Kultur, ein Spezialistenlimit steht mit 7 Wundern, also, mit 7 Wundern, mit 7 Mauern des aktuellen Zeitalters. Dasselbe ist auch ein befestigter Bezirk. Das heißt, dieser befestigte Bezirk, Mauernbild, sage ich jetzt mal, der kann schon echt funktionieren. Ist schon interessant. Hier haben wir das Rila-Kloster. Hier hat sich ja alles in allem nicht so viel geändert. Jetzt gehen wir mal zu Machu Picchu, hier unten in der Stadtplanung. Und es gibt ein Kultur- und einen Goldnachbarschaft für Berge. Ja, das wusste ich vorher auch schon. Wenn das für alle gilt, top. Wenn das nur für die in der Siedlung gilt, aber es steht nicht dabei. Normalerweise steht es dabei, also gehe ich davon aus, das gilt für alle. Dann ist es ganz gut, wenn man viele Berge hat, so wie in unserem Let's Play. Der große Bazar, 2 Ressourcenplätze und Heimatschatzressourcen kriegen Geländefelder, erhalten plus 3 Gold. Das ist auch stark. Wanxian Tong plus 200 Gold. Jedes Mal, wenn ihr ein großes Werk erhaltet, ist auch sehr stark. Also man kommt schon an sein Gold. Hier, Haus der Weisheit. Gibt noch eine Reliquie, nicht mehr 3. Hat noch 3 Reliquienplätze. Plus 2 Wissenschaft durch große Werke. Hat einfach vorher 9 Wissenschaft gegeben. Das ist schon eine ganze Menge. Und Reliquien erhält man ja auch jetzt nicht so schlecht, sage ich mal. Aber sonst hier der White Tower, Notre Dame, ist alles noch so wie vorher. Bei dem Tempel gibt auch 3 Einfluss, alle Gebäude, 1 plus 1 Zufriedenheitsnachbarschaft, verschiffbare Flüsse. Auch gut. Naja, hier hat sich nicht so viel getan. Schauen wir mal weiter, was in der Moderne so passiert. Ja, das Utna Stupa. Einfluss auf 6 erhöht, ist natürlich stark. Und man kann es aufs Grasland jetzt bauen. Die Siedlung erhält kein Zufriedenheitsmaß, Kriegsmöglichkeit plus 5 Zufriedenheit bei eroberten Siedlungen. Beim Brandenburger Tor wurden zu plus 1 Kriegsunterstützung für alle Kriege plus ein Siedlungslimit. Okay, haben sie stark geändert. Ja, ein Siedlungslimit ist immer gut, auch in der Moderne noch. Kann man auch machen. Und ein Kriegsunterstützung ist natürlich auch gut. Gerade Brandenburger Tor, Preußen, die ja permanent im Krieg sein können, weil sie permanent handeln können, auch im Krieg. Schon stark. Kultur und Zufriedenheit in Quartieren wurde von 2 auf 3 erhöht, beim Eiffelturm auch stark. Eremitage gibt jetzt nicht mehr plus 10% Kultur in Städten mit großem Werk, sondern plus 5 Kultur in Städten, die ein großes Werk ausgestellt haben. Das ist ziemlich sicher wohl. Ich würde sagen, das ist ein Nerf, aber 5 Kultur sind ja auch 50 Kultur, die du in der Stadt produzieren musst. 50 Kultur ist schon auch eine Menge. Gut, in der Moderne bin ich mir gerade nicht sicher, ob es das so selten ist, dass man da 50 Kultur hat. Ja, 5 Kulturen Städten, die ein großes Werk ausgestellt, also nicht pro großes Werk, ne? Ja, ist glaube ich in Ordnung. Plus 2 Nahrung für alle Seegeländefelder, plus 2 Kulturen Zufriedenheit für Seegeländefelder. Die Siedlung wurde zu plus 4 Kulturen Nahrung für Modernisierung und Bezirke auf Seegeländefeldern. Das ist auf jeden Fall eine gute Änderung, wobei ich mich frage, ob bei unserem letzten Save, wo wir das Volk waren, bei denen den Namen vergessen, um ehrlich zu sein, die das bauen konnten, die haben ja den Bonus, dass alle Boni, die auf die Seegeländefelder kriegen, auf alle Gebäude in Seegeländefeldern übergehen. Das heißt, der Bonus ist dann ja unnütz. Müssten sie jetzt ja endlich ändern, wenn ich es richtig im Kopf habe. Naja. Palacio de Bellartes oder so. Das 10 Zufriedenheit in dieser Stadt wurde entfernt. Zufriedenheit durch große Werke von 2 auf 3 erhöht. Erhält ein Artefakt. Naja. Wo das vorher gibt noch für Produktion. Na gut, das ist jetzt in der Moderne. Ne, nicht so wichtig. Gut, es gab auf jeden Fall eine Menge Änderungen an den Wundern. Ja, gut. Ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber bestimmt 50% der Wunder wurden irgendwie angefasst und geändert.
Und beim Orakel steht dabei, sie haben noch große Pläne damit. Ich bin gespannt. Kommen wir zu anderen Balance-Änderungen. Kimiko. Die Fähigkeit gilt nur noch für Gildenhaus, Opernhaus und Gasthaus. Das ist doch gut. Benutzeroberfläche, Ausrichtung. Zivilopädie wurde geändert. Controller, spezifische Änderungen. Ja, ist ja nicht so wichtig, weil wir benutzen keinen Controller hier. Allgemeines. Im Multiplayer-Modus wurden Zeichnungen zur Schaltfläche nächste Runde hinzugefügt. Okay, was auch immer das heißen mag. Auflösung der Anführerporträts wurden verbessert. Assyrien hat eine eigene Ladenbildschirmgrafik, ist ja auch gut. Spieler können zum Hauptmenü zurückkehren, wenn sie auf der Maus im Multiplayer-Menü rechts klicken. Okay, interessant. Textänderungen. Schnellinfos, Ertragssymbole nicht mehr zu groß, wenn ein Gelände für mehr als 5 einzelne Ertragstypen auf der Map betrachtet. Der Mappe. Und die Übersetzung. Ja, und dann gibt es hier noch einen ganzen Haufen Erzählungsänderungen und Audioänderungen. Ja, Freunde, das kurz zu diesem Patch. Also Balance-Änderungen gab es ein paar und halt die großen Wunderänderungen. Ja, mal sehen, wie uns das betrifft. Ich denke, dass wir im nächsten Spiel dann auch ins nächste Zeitalter kommen. Also nächsten Mittwoch, sage ich jetzt mal. Und dann werden die Änderungen für die Moderne zumindest auch in Kraft treten. Bis dahin, danke ich euch fürs Zusehen. Lasst einen Kommentar da, ein Like, ein Abo, aktiviert die Glocke. Schreibt mir eine E-Mail. Macht, was ihr wollt. Aber denkt dran, ist ein kleiner Kanal. Jeder Kommentar, jeder Klick alleine hilft schon. Ich möchte in diesem Zug auch nochmal an die Tutorials von Skill Legends Royale erinnern. Ich weiß, die sind auf Englisch, aber auch da hilft mir jeder Klick. Ich brauche 100 Klicks auf jedem Video. Wenn ihr einfach mal kurz klicken könnt, wäre das super von euch. Danke euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.